Die Musterplatte wird genauso bearbeitet wie eine große Fläche, nur im kleinen Format. Ja, dann mische ich die Komponenten genauestens zusammen, wiege das natürlich in einem kleinen Gebinde ab, da wir nicht so viel Material brauchen. Und bei den Mustern gibt es natürlich dann auch zweifarbig oder dreifarbig. Der zweite Farbton wird genauso in einem kleinen Gebinde abgemischt. Und das Ganze wird mit einem kleinen Rakel auf der Fläche verteilt. Und dazu benutze ich auch eine kleine Walze, um das Ganze auf der Fläche schön zu strukturieren. Das ist natürlich dann auch so die kreative Arbeit, die mir wirklich sehr Spaß macht. Aber hier sind wir auch, wie auf der großen Fläche, zeitlich natürlich gebunden an die Reaktionszeit. Ja, man merkt dann irgendwann, dass die kleine Rolle anfängt zu kleben, weil das Material geliert. Es wird wie Honig. Ja, und so kann ich das Ganze im kleinen Format auch präsentieren. Und ich kann schon mal meine ersten Gedanken, wie das Ganze im Großen werden soll, auf der kleinen Platte schon mal verwirklichen und auch dem Kunden präsentieren, was wir da alles machen können. Das Material gibt es ja schon sehr, sehr lange. Es ist halt wirklich beständig gegen Chemikalien, Lösemittel. Ja, es ist schlagfest, es ist robust und langlebig. Es haben Bakterien und Viren keine Möglichkeit, sich auf der Fläche zu vermehren. Wir haben keine Fugen wie bei einer Fliese, wo sich Dreck ansammelt. Und wie man hier sieht, auch ein durchgehendes Bild vom Design nachher. Wenn man eine Fliese hätte, ja, dann hätte man irgendwo die Fugen drin. Und hier können wir tatsächlich das Design durchgehend auf dem Boden verlegen. Bei mir bietet es sich jetzt an, den eigenen Flurbereich vom Lager damit zu beschichten, um dem Kunden, der Interesse hat, zu zeigen, hier schau mal her, ich habe hier einen Boden für industrielle Zwecke. Wir können das in verschiedenen Farben machen, in allen möglichen Farbkombinationen. Also da gibt es wirklich keine Grenzen. Ismail Şimşek ist Malermeister in Lorch am Rhein. Um den Flur seines Lagers mit Epoxidharz auszugießen, bedarf es mehrerer Schritte, einiger Geräte und spezieller Vorbereitung. Hier haben wir zuvor eine Porenfüllung ausgeführt, so nennt sich das. Die Unebenheiten, die im Boden drin sind, vollflächig einmal beschichtet. Jetzt wird das Ganze einmal geschliffen. Durch den Schleifprozess vergrößern wir mikroskopisch gesehen die Oberfläche, damit die Grundierung, die hier nachher draufkommt, eine Haftung bekommt. Ein seltsames Klopfen. Das ist der Sauger, der an die Schleifmaschine angeschlossen ist. Der feine Staub, der hier entsteht, wird in Abständen aus dem Filter herausgeklopft. Das ist eine Einscheiben-Schleifmaschine. Dort ist ein großes Schleifpapier drauf. Das ist jetzt relativ abgenutzt. Das werden wir jetzt gleich einmal wenden. Als Dozent der Handwerkskammer kann Ismail ziemlich gut erklären. Das ist eine 60er Körnung. Für die Oberfläche reicht uns das, dass wir das mit der 60er Körnung einmal anschleifen.
Immer noch Staubreste. Die saugt Ismail nochmal extra ab und bringt dann einen Spritzschutz an. Ja, auch wichtig, die ganze Zeit erstmal auf den Knien. Hier habe ich die Knieschoner drin, dass ich abends oder nachts keine Knieschmerzen habe. Ich möchte den Beruf ja auch noch ein paar Jahre machen. Da ist es auch wichtig, dann auch an die Gesundheit zu denken. Es gibt mittlerweile Materialien, die gar keine Lösemittel haben, keine flüchtigen Lösemittel. Früher hat man solche Gebinde aufgezogen, das hat bestialisch gestunken tatsächlich. Dann meint man, dass wir einem die Nasennebenhöhlen wegätzen. Mittlerweile haben die kaum bis gar keinen Geruch und es ist für den Verarbeiter auch unbedenklich. Klar müssen wir die Haut schützen. Ich bereite jetzt die Grundierung vor. Bevor ich die Gebinde öffne, ziehe ich erstmal die Handschuhe an. Denn die zwei Komponenten können zu allergischen Reaktionen führen. Man sollte die nicht auf die Haut bekommen. Das ist einmal die Stammkomponente. Bevor ich die öffne, ziehe ich noch meine Schutzbrille an. Gerade beim Öffnen könnte es eventuell mal spritzen. Wichtig ist, dass wir die Stammkomponente jetzt erstmal abtönen. Und da gebe ich jetzt einmal das schwarze Flüssigpigment hinzu. Jetzt gibt es einen tollen Effekt. Wie schnell sich das Ganze färbt. Nach dem Pigment wird der Härter zur Grundierung dazugegeben. Hierbei ist es wichtig, auf das genaue Mischungsverhältnis nach Herstellerangabe zu achten, dass wir das genauestens abwiegen. Das ist wie beim Backen. Aber hier sind 5 Gramm zu viel oder zu wenig dann doch entscheidend nachher. Ich schaue mir vorher die Herstellerangaben an. Hier haben wir zum Beispiel ein Mischungsverhältnis Stammkomponente 75 und die Härtekomponente 25 Teile. Jetzt kommt das Härtematerial dazu. Das rechne ich mir dann vorher auch immer aus, wie viel ich dafür brauche. Wichtig ist auch beim Rühren, nicht zu schnell zu rühren. Denn wenn man zu schnell rührt, rührt man sehr viel Luft mit ein und die Luft will nachher entweichen. Es kann zur Blasenbildung nachher auf der Oberfläche führen. Ja, jetzt müssen wir uns etwas beeilen, denn wir haben eine sogenannte Topfzeit von 20 bis 30 Minuten, je nach Umgebungstemperatur. In dieser knappen halben Stunde muss die Grundierung im Flur aufgetragen sein. Ja, das Material wird jetzt mit einem Rakel auf der Fläche verteilt. Anschließend werde ich das mit einer Kurzflorwalze auf der Fläche nochmal ausziehen und verschlichten, dass das alles so gleichmäßig auf dem Boden sich verteilen kann. Bei der Aushärtung kriegt das alles eine Oberflächenspannung und glättet sich dann gleichmäßig dann aus. Die Türen zieht er aus, so sagt es Ismail. Das Material soll plan zum anderen Raum hin abschließen. Verteilt auf dem Boden wirkt die Grundierung nicht mehr so schwarz. Die trockene Insel, auf der Ismail am Schluss steht, muss er natürlich auch noch verlassen können. Ja, genau. Ich habe mich hier ein wenig zugearbeitet. Da muss ich gleich einen Satz nach draußen machen. So. Achtung. Da ist es zum Vorteil, wenn man lange Beine hat. Und eine Walze mit Teleskopstab.
Ja, angefangen hat das Ganze vor 5 Jahren als Hobby mit Gießharzprojekten, so wie dieses hier. Diese habe ich dann auf meinem Social-Media-Account gepostet. Auf diesen Kanälen bin ich auch auf Bodenbeschichtung gekommen und da wollte ich das Ganze selbst ausprobieren. Habe da einige Böden bei mir zu Hause im eigenen Objekt dann hergestellt und diese auch veröffentlicht. Und somit hat sich dann auch herausgestellt, dass der Markt da ist und ich meine eigene Firma dann gegründet habe. Ja, 20 Stunden sind jetzt vergangen. Die Grundierung ist soweit gut durchgetrocknet. Es klebt auch nichts. Das Wichtigste ist jetzt vor dem Design nochmal die Temperatur zu messen, den Taupunkt zu ermitteln, ob wir jetzt hier weiter fortfahren können. Das werde ich jetzt machen. Ja, es sieht gut aus. Es war auch vom Gefühl her heute Morgen schon direkt ganz gut. Die ganze Nacht hier Wärme gehabt. Wir haben aktuell 20,5 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 58%. Da würde der Taupunkt bei 12 Grad liegen. Genau, also die Taupunkttemperatur ist, ich beschreibe das immer wie wenn man eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank nimmt und die auf den Tisch stellt und sich anfängt, das Kondensat an der Flaschenoberfläche zu bilden und die Tropfen dann runterlaufen. Das heißt, die Überschreitung der Temperatur auf einen kälteren Punkt. Daher ist es wichtig, dass die Bodenfläche oder die zu beschichtende Fläche gleichmäßig warm ist, ab 10 Grad aufwärts, im besten Fall 20 Grad. Sonst bildet sich die Luftfeuchtigkeit, die wir in der Raumluft haben, kondensiert dann auf der Oberfläche. Also arbeiten wir jetzt 8 Grad über Taupunkttemperatur. Das ist optimal, dann können wir heute mit dem Design beginnen. Ja, Jungs, lasst uns an die Mischstation gehen. Beim Design braucht's Verstärkung. Mit dabei sind Mitarbeiter Mario Strock und Roy Angermann, Profikollege aus Erfurt. Die Brillen, wichtig, aufziehen bitte. Die Stammkomponente ist hier das größere Gebinde in diesem Fall. Da kommen dann 18 Teile von dem kleinen Gebinde hinzu. Das Ganze wird dann in diesem großen Gebinde miteinander vermischt. Ja, und dann ist nach 3 Minuten Rühren beginnt auch schon die Reaktion, die sogenannte Topfzeit. Da haben wir 20 bis 30 Minuten Zeit, das ganze Material auf die Fläche aufzubringen, zu verteilen, ja, bevor das Material reagiert und die Reaktion bzw. die chemische Reaktion dann stattfindet. Ja, wir haben ja hier das Produkt, wo wir keinen Atemschutz benötigen, ja, da wir keine Gase hier haben, die gesundheitsgefährdend sind beim Einatmen. Wichtig ist, wie gesagt, Hände schützen, die Augen schützen, die Brillen bitte weiterhin anbehalten. Genau. Und wenn die Gebinde nachher ausgekippt sind, leer gekippt sind, lässt du den Rest noch mal etwas auslaufen. Das können wir dann ganz normal in dem Haushaltsmüll entsorgen und die Blechgebinde kommen auf den Metallschrott. Ja. Freut mich. Dann ja, können wir gleich in Ruhe loslegen. Schön konzentriert, kein Stress, alles mit der Ruhe. Perfekt. Ja, immer kommunizieren. Ich freue mich. Wir uns auch. Perfekt. Marius, kommst du rüber? Ja, genau. Und ich gebe dir dann die Metallic-Pigmente rein. Du kannst das Ganze dann einmal vermischen. Mariusz ist also der Mischer. Um die Farbe zu intensivieren, fügt Easy, so Ismails Spitzname, Pigmente hinzu. Zum Anthrazit gibt's schwarzes Pulver. Die drei sind ein eingespieltes Team. Er macht schon eine richtig gute Farbe, gell? Wahnsinn. Ja, Hammer. können wir das zweite Gebinde aufmachen? Ja. Super, das reicht schon aus. Nimmst du für den hellen Farbton bitte einen anderen Rührer, dass wir die zwei Farben nicht miteinander vermischen. Genau. Und dann können wir hier schon loslegen, das silberne Pigment dazugeben. Auch dieses Pigment wird die Farbe vertiefen, leuchtender machen. Im Prinzip wieder dasselbe wie vorhin.
Pigmentpulver sind gesundheitlich unbedenklich. Die Produkte werden auch in der Kosmetik verwendet. Perfekt. Ja, hier haben wir unsere Nagelschuhe. Die sind ganz wichtig, damit wir durchs Material auch laufen können, gell, damit wir uns frei bewegen können. Hier sieht man ja, die Nägel, die haben auch eine bestimmte Höhe, so dass wir, egal bei welcher Schichtstärke, die wir auftragen, dass wir hier einfach nicht im Material stecken bleiben. Gell. Und die Löcher, die wir durchs Laufen quasi erzeugen, laufen danach auch wieder zu. Drei Minuten rühren. Ja, 300 bis 400 Umdrehungen. So Halbgas. Wir haben eine Gummilippe, auch wieder in einer bestimmten Schichtstärke, damit wir einen gleichmäßigen Auftrag einfach haben. Und die würde ich jetzt einfach montieren. Noch eine Minute. Perfekt. Sobald die beiden Komponenten vermischt sind, beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Naja, bei Easy und seinen Helfern ist das allerdings eher ein Spaziergang mit der Zeit, ruhig und gelassen. Dann stellen wir es einmal hier auf die Fläche ab. Perfekt. Du kannst wieder zurück an die Mischstation. Roy und ich ziehen jetzt die Schuhe an. Die erste Mischung muss für die Hälfte des Raumes reichen. Easy und Roy haben schon einige Projekte gemeinsam gemeistert. Zuletzt haben sie 1000 Quadratmeter in Bundeswehrgrau für die Bundeswehr gegossen. Wie bei der Bundeswehr. Ja. Ein bisschen dunkler das Grau hier. Alleine arbeiten könnte Easy wegen der knapp bemessenen Reaktionszeit des Materials nicht. Und es gibt nur eine Handvoll Betriebe in Deutschland, die sich auf Design-Epoxidharzböden spezialisiert haben. Roy kommt gerne aus Erfurt. Easy arbeitet mit einer kleinen, kurzflorigen, fusselfreien Rolle, dem sogenannten Mäuschen. Roy mit der Rakel. Ich versuche immer so Weg für Weg zu nehmen, dass dicke Wulsten zum Beispiel, die liegen geblieben sind, dass ich die quasi mit dem Rakel mitnehme und dann auch gleichmäßig verteile. Durch die 4 mm Zahnung haben wir im Endeffekt auch einen gleichmäßigen Schichtauftrag. Und das Material ist so fließfähig, sag ich mal, dass sich das sowieso komplett nivelliert. Okay. Mariusz mischt bereits Harz und Härter für die zweite Hälfte Anthrazit. Gutes Timing, die erste Portion ist aufgetragen. Langsam und gleichmäßig gießen ist wichtig. Durch hektische Bewegungen würde zu viel Luft ins Material gelangen. Mariusz, du kannst jetzt das Helle anmischen. Während dem Mischprozess haben wir hier natürlich auch Luft mit eingearbeitet, damit wir bei der Aushärtung diese Luftbläschen vermeiden, wird das Ganze dann im Kreuzgang entlüftet, so nennt sich der Vorgang. Das macht Easy mit der Igel- oder Stachelwalze. Am Ende soll die Schicht etwa 1 Millimeter stark sein. Dass wir keine Fehlstellen haben.
Ja, super. Was so ein kleines Körnchen Staub bewirken kann. Man sieht auch, wenn man durchläuft, wie schön das Material nachher wieder ineinander verläuft. Also deswegen sind auch diese Schuhe für solche Arbeiten dann auch gedacht. Ja, und dann schauen wir mal, bis wohin das Ganze reicht. Perfekt. Jetzt liegt Spannung im Raum. Isi gießt das Lichtgrau ins noch flüssige Anthrazit. Ich lasse bewusst stellenweise etwas mehr Material auf die Fläche. Dass wir verschieden dicke Adern haben. Genau. Roy ist genauso sicher im exakten Gießen wie Isi. Der beginnt jetzt mit der Strukturierung, in diesem Fall mit einer Marmorierung. Ich würde an den Seiten noch mal so kleine, 3, 4 kleine Adern reinziehen, ganz dünn, wenn es geht. Ja, dafür gibt es keinen Namen für die Technik. Ja, das ist einfach kreativ, der Künstler, der Maler, der sich hier auf der Fläche auslebt. Ja. Das ist genau das Bild, was wir haben wollen, diese Marmorierung, diese sogenannte Zellenbildung durch das Verschieben des Materials. Klar, wenn ich jetzt wahllos drauf rumrühren würde, würde man ein anderes Bild kriegen, aber das ist genau diese Optik, die wir haben wollen. Das ist der Vorteil von dem Material, fugenlos, ein durchgehendes Design, ein durchgehendes Bild. Das kriegt man mit einer Großformatfliese gar nicht hin. Auch Türen, Arbeitsplatten und Theken hat Isi schon beschichtet, sogar Wandbilder gemacht. Der komplexe, flexible Werkstoff hat seinen Preis. Ab 80 € kostet ein Quadratmeter. Der Wahnsinn, genau das ist das. Hier weggesprenkelt, ja. Die Zellenbildung. Das ist wie ein durchgehender Marmorboden am Ende. Und das muss uns erstmal einer nachmachen. Ja. Die Zeit ist um. Gut, jetzt müssen wir langsam runter. Ja, genau. So. Isi bessert noch ein bisschen aus oder, wie er sagt, er optimiert das Gesamtbild. Perfekt. Ja, jetzt lassen wir es aushärten. Sehr schick schon mal. Das Material an sich ist hochglänzend. Man kann das Ganze noch intensivieren, indem man nochmal zusätzlich hochglänzend versiegelt, um eine Tiefenwirkung zu bekommen. Das Ganze kann man auch mattieren in dem Sinne. Es ist ein Riesenunterschied, Hochglanz und Matt. Das Matte wirkt viel edler und verzeiht auch feine Kratzer auf der Oberfläche. Wenn die einen Schaden bekommen sollte, diese sogenannte Versiegelung, kann man das ohne großen Aufwand dann nochmal neu beschichten. Wow, der Wahnsinn. Ja, der Boden ist gut durchgehärtet. Heute bin ich auf Socken auf dem Boden. Der ist, sage ich mal, jetzt noch nicht mechanisch belastbar. Wenn ich Schuhe anhab und ein paar kleine Steinchen drunter sind, dann würde ich das Ganze jetzt zerkratzen. Das wollen wir jetzt in dem Moment nicht haben. Deswegen erstmal auf Socken. Ja, und das ist der Wahnsinn. Eine schöne Marmorierung. Ja, das Ganze kann man natürlich auch wirklich ganz breit, vollflächig auf die Fläche aufbringen. Und dann sieht das Ganze aus wie eine Marmorplatte, eine durchgehende Marmorplatte auf über 35 Quadratmeter Fläche hier. Ja, das ist dann schon wirklich ein Hingucker auch. Und wir gehen hin und versiegeln das Ganze in einem matten Siegel. Ja, gefühlt auch von den Temperaturen
Ja, wir haben hier wie gestern 20 Grad, 19 Grad, 56% Luftfeuchtigkeit. Optimale Verhältnisse, um die Versiegelung aufzubringen. Das Versiegelungsprodukt ist milchfarben. Auch hier wieder 2 Komponenten. Einmal die Stammkomponente hier in dem großen Kanister. So, Marius, du kannst dann anfangen langsam zu rühren. Und wieder kommt ein Härter dazu. Und wieder wird exakt 3 Minuten gerührt. Perfekt. Ja, wir haben jetzt hier tatsächlich eine längere Verarbeitungszeit. Hier bei diesem Produkt ca. 45 Minuten. Also heute ist es ganz locker, entspannt, ganz easy auf die Fläche drauf. Ja. Jetzt nur alles noch aus dem runden ins eckige Malergefäß füllen und los geht's. Auch aufgetragen wirkt die Siegelmasse noch milchig. Wunderbar. Du willst nur die große, dann ziehst du mit dem hier schon mal die Tür aus. Ja. Machen wir so. Ja, hierbei ist es wichtig, dass wir im Kreuzgang arbeiten. Der Roy, der legt einmal quer jetzt vor und ich ziehe das Ganze jetzt längs dann ab. Also hier sieht man jetzt durch das Querauftragen den Materialüberschuss, der hier auf der Fläche liegt. Deswegen ist es ganz wichtig, hier im Kreuzgang zu arbeiten. Und wenn ich hier rüber gehe, sieht man, dass das Ganze sich gleichmäßig dann glättet. Und das ist genau das, wie es ausgeführt werden müsste. Es ist dann ein gutes Zusammenspiel. Und irgendwann vertieft man sich da wirklich in die Sache rein. Ja, wie man so schön sagt, malen beruhigt ist es dann auch auf dem Boden, auf der großen Fläche. Und man ist voll in seinem Element und voll konzentriert, aber auch irgendwo tiefenentspannt. Man geht in sich und das ist halt auch das, was dann auch die Qualität nachher ausmacht. Ja? Wenn einem die Arbeit Spaß macht und man leidenschaftlich dabei ist, umso besser ist das Werk. Ja, wir sind jetzt hier schon fast am Ende. Der Roy verlässt jetzt erstmal die Fläche. Ich werde das Ganze jetzt nochmal längs abziehen. Und dann lassen wir das Ganze jetzt bis morgen trocknen. Und morgen sehen wir das Bild, wie es dann wirklich im mattierten Zustand dann ist. Hat super geklappt. Finde ich Danke auch, dir. Ja. Perfekt. Ja, Und jetzt die Verwandlung. Über Nacht wird aus milchig matt. Und das sieht wirklich sehr gut aus. Wahnsinn. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ein schönes, edles Matt, gleichmäßig aufgetrocknet. Es gefällt mir sehr. Ja, ich bin auch gespannt, was die Kunden sagen werden, die sich das Ganze hier anschauen können. Es macht auf jeden Fall bei jedem Projekt, bei jedem Objekt Spaß, dieses Endergebnis zu sehen. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.